Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche in den Pfarreien unseres Pastoralraums Schwarzenberger Land, liebe Besucher unserer Homepage und unserer Facebook-Seite, schön, dass wir uns zumindest auf diesem Weg noch einmal sehen. Ich begrüße Sie als Pfarrer und stellvertretend für das ganze Pastoralraum ganz herzlich zum Gottesdienst am Gründonnerstag. Wir erinnern uns heute in dieser Feier an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Es ist ein Abend mit ganz eigener und ganz dichter Atmosphäre, auch wenn die Jünger es nicht zu ahnen scheinen, ist es ein Abschied, bei dem Jesus ein letztes Mal verdeutlicht, was sein göttlicher Auftrag ist. Die noch nachklingenden Jubelrufe Hosanna beim Einzug Jesu in Jerusalem werden überschattet von den Gedanken des Verräters und von der Einsamkeit und Demütigung der kommenden Nacht und des folgenden Tages. Wir bringen diese Dunkelheit dadurch zum Ausdruck, dass der Gottesdienst in Stille endet, der Altar entblößt und der Tabernakel geleert wird, Glocken und Orgel bis zur Osternacht schweigen. Am Ende des Gottesdienstes begleiten wir Jesus in Gedanken auf den Ölberg. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat sein letztes Abendmahl mit einem kleinen Kreis gefeiert. Auch wir sind eine sehr kleine Gemeinde hier. Zum ersten Mal feiern wir den Gottesdienst am Gründonnerstag in unserer Stadtpfarrkirche ohne große gottesdienstliche Versammlung. Nicht nur mal heute, sondern in der ganzen Karwoche bis Ostern ist das so. Aber Gott sei Dank, die moderne Technik ermöglicht uns, eine digitale Kirche zu erleben, über Fernseher oder Internet. Schön, dass Sie alle uns heute singend und betend begleiten. Wir
feiern nun mit der ganzen Kirche in Dankbarkeit diesen Tag der Einsetzung der Eucharistie, durch die Jesus immer unter uns gegenwärtig ist. Stimmen wir uns ein auf diesen Gott, öffnen wir uns für die Worte und Taten Christi, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns immer mehr wachsen. In dieser Feier wird uns die Dichte und Fülle der Liebe Jesu neu bewusst. Vor ihm treten wir und ihn bitten wir um Erbarmen über unsere begrenzte Fähigkeit zu lieben und ihm nachzufolgen. Zu Beginn des Gloria-Liedes werden nun die Altarglocken geläutet. Das anschließende Schweigen der Glocken weist auf die Bedeutung dieser heiligen Tage hin. Als Zeichen der Trauer über das qualvolle Leiden, die Kreuzigung und das Sterben Jesu schweigen nach dem Gloria-Lied die Glocken bis zum Gloria der Osternachtsfeier. Dann werden sie wieder zur Freude unserer Feier beitragen.
Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Schrott gebunden, mit einer Dornenkron, o Haupt sonst schön gekrönt,
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Passafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so.
denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Gründonnerstagsabend ist ein Abend der Erinnerung. Wir erinnern uns heute an das Abschiedsmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, und im Evangelium erinnern wir uns an die Fußwaschung, die zeigt, wie Jesus sein Leben als Dienst an uns Menschen verstanden hat. Zunächst erinnern wir uns heute an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Freunden hielt. Das, was Jesus den Seinen und uns allen beim letzten Abendmahl geschenkt hat, ist eine kostbare Gabe seiner großen Liebe. Jeder und jede von uns wird geliebt, unabhängig von dem, was wir getan oder vertan haben. In Brot und Wein verschenkt Jesus sich an alle, die mit ihm Mahl halten. Er sagt uns, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das Abschiedsgeschenk Jesu ist das Geheimnis unseres Glaubens. In seinem Tod liegt für uns das Leben. In Brot und Wein hat er uns ein sichtbares Zeichen geschenkt, und an dieses Zeichen hat er sein Leben gebunden. An einfache Zeichen wie Brot und Wein band er alles, was er unterwegs an Liebe und Barmherzigkeit seinen Mitmenschen erwiesen hatte. Das ist seine Botschaft für uns heute. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle leben im Moment in einer schweren Zeit. Wir müssen momentan auf die Versammlung der Gemeinde zum Gottesdienst und auf die Kommunion, ein sichtbares Zeichen der Liebe Jesu, verzichten. Quasi ein eucharistisches Fasten. Die Kommunion von Leib und Blut Jesu Christi ist für uns der Höhepunkt einer Eucharistiefeier und Quelle der Spiritualität. Der Verzicht darauf fällt uns sehr schwer. Unser Erzbischof hat in seinem Brief an uns angedeutet, faktisch sind derzeit fast alle Gläubigen vom Empfang der Heiligen Kommunion ausgeschlossen. Die gegenwärtige Situation kann auch einen Anstoß geben, den Sinn und Wert der geistlichen Kommunion zu vertiefen. Die geistliche Kommunion ist eine Frömmigkeitsform mit einer langen Tradition. Von vielen Heiligen empfohlen, wird sie von Gläubigen vollzogen, die an der sakramentalen Kommunion gehindert sind. Ja, liebe Schwestern und Brüder, alle sichtbaren Versammlungen in Gottesdiensten und im Gemeindeleben sind Zeichen, Symbole für die unsichtbare Gegenwart Gottes in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Auch die Kommunion in Brot
ist Zeichen unserer Gemeinschaft miteinander und mit Gott, eine unsichtbare Kommunion, eine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und wir dürfen glauben, diese Kommunion, eine Gemeinschaft, besteht auch jetzt weiter, da wir auf die sichtbaren Zeichen von Versammlung, das gewohnte Hören des Wortes, die gemeinsame Eucharistiefeier verzichten müssen. Sakramentale und geistliche Kommunion, beide beinhalten eine gnadenhafte Begegnung mit Jesus. Wir haben jetzt eine gottesdienstliche Gemeinschaft gebildet. Da gibt es eine innere Wirkung. Ich lade Sie herzlich ein, diese innere Wirkung zu spüren, jedes Mal, wenn Sie den Gottesdienst am Fernsehen oder auf diese Weise anschauen, die Eucharistie innerlich mitzufeiern, bis Sie das Sakrament irgendwann in einer Gemeinschaft dann mit größerer Freude empfangen dürfen. Zweitens, wir erinnern uns heute, wie sehr Jesus sein Leben als Dienst verstand und uns in der Fußwaschung ein Beispiel dafür gab, dass auch wir einander dienen sollen. Die Fußwaschung im Anschluss an das Abendmahl begegnet uns als eine Zeichenhandlung, die am folgenden Karfreitag realisiert werden soll. Er gibt sein Leben hin für uns. Sein Leben ist Dienst, Dienst vor Gott, Dienst an uns Menschen, Dienst für uns Menschen. Und heute Abend ist zunächst die Stunde des Dankes. Trotz Ansteckungsgefahr machen tausende Menschen, wie Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern und Pfleger, ihren Dienst. Der Wasserkrug und die Schüssel vor dem Altar sind als Zeichen unserer Dankbarkeit für ihren Dienst an den betroffenen Menschen zu verstehen. In Dankbarkeit denken wir an die pflegenden und heilenden Berufe und beten in unseren Fürbitten für die Menschen, die in dienender Sorge ihre Zeit und sich selbst opfern. Die Feier der Erinnerung an Jesus, der am letzten Abend seines Lebens sich selber in Blut und Wein an uns verschenkte, möge unser Leben tragen und halten, uns Mut und Hoffnung, Kraft und Gemeinschaft schenken. Amen. Herr, wir bringen zu dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.
den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind und von Angst überwältigt. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam fühlen, die niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Sanftheit. Wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass wieder Normalität einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Gott, du Quelle des Lebens, wir vertrauen dir heute und morgen bis in Ewigkeit. Amen. Dann ging er hin zu sterben, aus liebevollem Sinn, gab Heil uns zu erwerben, sich selbst Opfer hin. O lasst uns ihm ein Leben von jeder Sünde rein, ein Herz ihm ganz ergeben, zum Dankesopfer weihen. Lasst uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Der Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten.
und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heiliger Gott Zebaoth, Heiliger, der Himmelsheere, starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meere, sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns, komm, o Herr, Leben der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von
von Anbeginn der Welt, das werde ich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat sich an uns verschenkt. Gemeinschaft mit ihm ist aber auch Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft in seinem Geist, in seinem Frieden mit den Menschen, die aus seinem Geist herausleben. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Jesus Christus, Gottes Lamm, erhöre unsere Bitte. Nimm hinweg all unsere Schuld und bleib in unserer Mitte. Jesus Christus, Gottes Lamm, dem Vater ganz ergeben, was gehorsam bist zum Tod und schenkst uns neues Leben. Jesus Christus, Gottes Lamm, du gibst uns deinen Frieden. Lass das Mahl ein Zeichen sein, dass wir einander lieben. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Barmherziger Gott, gib, dass ich nicht nur äußerlich das Sakrament des Leibes und Blutes des Herrn empfange, sondern auch innerlich dessen Wesen und Kraft, dass ich verdiene, seinem geheimnisvollen Leib einverleibt zu werden. Liebreichster Vater, lass mich deinen geliebten Sohn, den ich jetzt auf dem Weg dieses Lebens verhüllt empfange, einst mit unverhülltem Angesicht ewig schauen.
Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein. Der eine lebt vom andern, für sich kann keiner sein. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. So gab der Herr sein Leben, verschenkte sich wie Brot. Wer dieses Brot genommen, verkündet seinen Tod. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Wer dies Geheimnis feiert, soll selber sein wie Brot, so lässt er sich verzehren von aller Menschen Not. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Als Brot für viele Menschen hat uns der Herr erwählt. Wir leben füreinander und nur die Liebe zählt. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Vor der Übertragung des Allerheiligsten wollen wir den Altar abdecken. Der Altar ist Zeichen für Christus. Der abgedeckte Altar soll uns daran erinnern, wie Jesus seiner Kleider beraubt wurde und bloß vor den Augen der Menschen stand. Christus lässt sich zu Schanden machen, um unsere Schuld zu tragen. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, Jesus sagt,
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Auftrag, Testament, Sendung für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, zum Abendmahl mit den Jüngern versammelt, wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, stehst am Ende deines irdischen Weges. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, blickst auf deinen drohenden Tod. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, nimmst deine Hingabe am Kreuz vorweg. Wir beten dich an und preisen dich. Du selbst wirst Paschalamm. Wir beten dich an und preisen dich. Du stiftest das Mahl des neuen und ewigen Bundes. Wir beten dich an und preisen dich. Du begründest die Eucharistie der Kirche. Wir beten dich an und preisen dich. Du eröffnest das ewige Hochzeitsmahl. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns dein Leiden. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns deinen Tod. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns deine Auferstehung. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns dein Ostern. Wir beten dich an und preisen dich. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Du schenkst dich uns, wenn wir dein Gedächtnis begehen. Dein Leiden am Kreuz verurteilt alle, die Menschen zu Opfern machen. Dein Opfer ist ihr schärfstes Gericht und schreit nach Gerechtigkeit. Herr Jesus Christus, für uns und für alle gekreuzigt, du bist unter uns, wenn wir deiner gedenken. Dein Tod auf Golgotha beschämt alle, die deine Botschaft verwerfen. Dein Sterben ist dein stärkstes Zeugnis und lädt zur Nachfolge. Herr Jesus Christus, für uns und für alle gestorben, du bist in unserer Mitte, wenn wir dein Mahl feiern. Deine Auferstehung aus dem Grab besiegt alle, die Gottes Macht bezweifeln. Dein Ostern ist sein größter Triumph und ruft zur Mission. Herr Jesus Christus, für uns und für alle auferstanden, du bist bei uns, wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind. Wir bitten gemeinsam. Vermächtnis des Herrn ernähre mich, Tod Christi präge mich, Auferstehung Christi berge mich, Werk Christi rufe mich,
Sendung Christi, sende mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lauset jubilatio. Salus honor virtus quoque, zetet benedictio, procedenti apud troque, compassit la